Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wie jedes Jahr nähern wir uns auch dieses Jahr wieder dem Geheimnis von Weihnachten. Gott ist Mensch unter Menschen geworden für uns. Das feiern wir, auch wenn wir das manchmal im Vorbereitungsstress von Weihnachten und in unserem Leben vergessen. Aber was bedeutet das eigentlich für uns, Emmanuel, Gott mit uns? Ich habe versucht, mich diesem weihnachtlichen Geheimnis in einer Geschichte zu nähern. Es ist eine der Engelsgeschichten und als solche natürlich nur eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Aber vielleicht ist sie ja genauso passiert, wie die erwachsenen Engel Weihnachten abschaffen wollten. Es war wieder einmal kurz vor Weihnachten und im Himmel herrschte dicke Luft. Die Engel waren sauer. So konnte das auf gar keinen Fall weitergehen, da waren sie sich einig. Die Zeichen standen auf Sturm. Sogar die Wolken, auf denen die Engel normalerweise mit ihren Harfen musizierten, sahen heute eher aus wie aufziehende Gewitterwolken. Gabriel, der Oberengel, hatte schließlich eine Generalversammlung aller Engel und Heiligen einberufen, damit sie über das Problem reden konnten. Alle bekannten und auch die weniger bekannten Heiligen waren gekommen und von den starken Schutzengeln mit ihren großen weißen Flügeln bis zu den Harfe spielenden, durchgeistigten Musikengel waren alle da. Gleich der erste Redner brachte es auf den Punkt. Die Menschen auf Erden verdienen das Weihnachtsfest doch gar nicht. Statt Freude und Besinnung herrscht doch nur Kaufrausch und Hektik und statt Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen haben sie Streit unter dem Weihnachtsbaum und Krieg überall. Warum dann eigentlich noch ein Fest feiern, das seit Jahren doch nur noch wichtig war für den Einzelhandel? Ganz richtig, stimmte der nächste Engel zu. Sie war eine derjenigen, die für das Wetter zuständig waren. Erst wollen sie weiße Weihnachten, weil das so schön romantisch ist, mit Schneeflöckchen, Weißröckchen und perfekt weißem Hollywood-Schnee. Und wenn man es dann schneien lässt, dann beschweren sie sich über die Temperaturen und über das Schneeverkehrschaos. Und außerdem, das Klima haben sie selber kaputt gemacht. Und überhaupt, was hat denn Romantik mit Weihnachten zu tun? Dem stimme ich voll zu, brummte der heilige Bischof Nikolaus von Myra. Er brummte in letzter Zeit recht viel. Zuerst haben sie mich zum Schenkeonkel gemacht und jetzt bin ich nur noch eine Werbefigur für eine amerikanisch pappsüße Limonade. Genau, unterbrach ihn der heilige Augustinus, der Obertheologe und Kirchenvater. Die Menschen haben doch keine Ahnung mehr von der Struktur des Kirchenjahres. Und macht mal eine Umfrage auf der Straße und fragt nach der Bedeutung von Inkarnationstheologie. Das weiß keiner mehr. Dabei bedeutet das Menschwerdung und ist ein wichtig systematischer theologischer Begriff, der Rest seiner Ausführungen ging im allgemeinen Geschimpfe unter. Die Menschen wüssten nicht mehr, was Weihnachten eigentlich bedeutet, hätten es nicht verdient und am besten sollten die Engel beschließen, Weihnachten ausfallen zu lassen, es abzuschaffen. Schließlich brachte es Gabriel auf den Punkt. Für die Menschen sei Weihnachten nutzlos und die Engel und Heiligen sollten stattdessen lieber, wie viele Menschen ja auch, die Weihnachtsferien dazu nutzen, um in den warmen Süden zu fliegen. Die Bahamas oder Hawaii wären doch toll um diese Jahreszeit. Während nun die Versammlung der Engel und Heiligen in Streit darüber ausbrach, wo man in den Weihnachtsferien nun Urlaub machen sollte, saßen 3 kleine Engel verdutzt und verdattert und fassungslos am Rande. Sie hatten zugehört und überhaupt nicht verstanden, warum die Erwachsenen sich eigentlich so aufregten und stritten. Weihnachten war doch so ein wichtiges Fest und so schön. Und sie hatten versucht, zu Wort zu kommen, aber keiner der Großen hörte ihnen zu, als sie versuchten, von Liebe zu erzählen, von Friede und von Mut und Hoffnung. Dass die Großen Weihnachten abschaffen wollten, sie konnten es nicht fassen. Traurig, mit geknicktem Heiligenschein und mit hängenden Flügeln schlichen sie davon. Auf einer abgelegenen Wolke setzten sie sich zusammen und überlegten, was sie tun könnten. Mit den großen Engeln reden, das würde nicht funktionieren. Erwachsene hören doch nie richtig zu. Sie könnten direkt zu Gott gehen in den himmlischen Thronsaal.
Aber das getrauten sie sich nicht. Aber, und das war vielleicht eine Idee, sie könnten doch selber den Menschen Weihnachten bringen. Ja, das könnten sie. Und wenn die Großen nicht mithelfen wollten, dann würden sie es eben alleine machen. Jede und jeder von ihnen würde Weihnachten auf die Erde bringen, mit dem, was sie in ihrem kurzen Engelsdasein schon gelernt hatten. Sollten die Großen doch streiten. Und so machten sich 3 kleine Engel auf den Weg, den Menschen auf Erden Weihnachten zu bringen. Gemeinsam flogen sie los und auf der Erde verteilten sie sich und flogen in ihre je eigene Richtung davon. Nun haben alle Engel ihre besonderen Aufgaben, für die sie besonders geeignet sind und für die sie eine spezielle Ausbildung haben. Am berühmtesten sind wohl die Schutzengel. Und alle kleinen Engel träumen davon, eines Tages auch so groß und stark zu werden und Judo und Karate zu lernen und auf die Menschen aufpassen zu dürfen. Aber es gab natürlich noch viele andere Aufgaben und Bereiche. Und so war der erste kleine Engel, der heimlich aus dem Himmel zur Erde flog, ein Engel der Liebe. Er war ein bisschen pummelig, unscheinbar für die meisten. Aber diejenigen, die mit den Herzen sehen, konnten sehen, dass der kleine Engel der Liebe ganz wunderbare, bunte Flügel hatte. Und so flog er mit diesen bunten Flügeln der Liebe über die grauen Dächer einer Stadt. Ein Haus war so grau wie das andere, aber eines, das war ganz besonders grau und farblos. Spontan flog er hinein und fand dort ein altes Ehepaar sitzen in kaltem Schweigen. Wie an allen Feiertagen seit vielen Jahren, so lebten die beiden auch dieses Weihnachten wieder nur nebeneinander her. Sie waren nicht wirklich im Streit miteinander, aber auch nicht wirklich im Frieden. Sie lebten in einer grauen Welt des Alltags, der Gewohnheiten. Die Liebe zwischen ihnen war in den Sorgen und Nöten der Jahre und in der Langeweile erstickt und kalt geworden. Traurig sah sich der Engel um. Nichts, was ihm geholfen hätte, nur Grauheit. Doch da sah er mit seinem Engelsblick einen Farbtupfer im Schrank. Es war ein altes Fotoalbum aus einer Zeit, als man Fotos noch in Bücher klebte. Er nahm es heraus und legte es leise zwischen den beiden auf den Tisch. Sie hatten dieses Album schon lange vergessen und wunderten sich ein bisschen, dass es ihnen gerade heute zufällig in die Hände fiel. Es waren Bilder ihrer Jugend, als sie sich gerade kennengelernt hatten, wie sie als Flower-Power-Kinder auf jenem Konzert unter dem Mond getanzt hatten, barfuß im Tau, und wie sie sich in dieser Nacht verliebt hatten und zum ersten Mal geküsst. Und sie sahen einander an, und die Liebe, die so verstaubt und grau geworden war, kam zurück zu ihnen. Der Engel sah es genau. Es war nicht die heiße, stürmische Liebe jener Nacht und auch nicht die romantische und hoffnungsvolle Liebe der ersten Jahre. Aber es war eine Liebe, die gewachsen und mit ihnen alt geworden war. Und sie spürten eine tiefe Vertrautheit miteinander und sie beschlossen, zum ersten Mal seit Jahren doch noch schnell einen Weihnachtsbaum zu kaufen und ihn bunt in den Farben ihrer Erinnerung zu dekorieren. Der zweite kleine Engel flog wütend durch die Gegend. Er war zwar ein Friedensengel mit großen schneeweißen Taubenflügeln, aber heute fühlte er sich gar nicht friedlich. Er war stinksauer auf die erwachsenen Engel, besonders wegen den Bemerkungen über den Schnee. Was hatte denn der blöde Schnee mit dem Frieden auf Erden zu tun oder mit Weihnachten? Doch gar nichts. Und so beschloss er, irgendwo hinzufliegen, wo es keinen Schnee gab und auch nicht wirklich Weihnachten. Er kam an ein kleines Dorf irgendwo in der Wüste. Er wusste, hier standen 2 Häuser mit einem toten Baum auf der Grenze dazwischen. Der Baum war gestorben am Hass und dem Unfrieden zwischen den beiden Männern, die dort lebten und die sich jeden Tag stritten und beschimpften und manchmal auch mit Steinen und Müll nacheinander warfen.
Leise setzte sich der kleine Friedensengel auf den toten Baum. Er wusste, er war zu klein, um den Frieden auf Erden zu bringen oder Versöhnung zwischen den Völkern. Das würden alle Engel im Himmel nicht schaffen. Das müssen die Menschen schon selber tun. Aber vielleicht könnte er diesen beiden Männern aus verschiedenen Völkern und Religionen, die in Wahrheit doch Brüder waren, ein bisschen Frieden bringen. Und während er noch da saß und überlegte, da spürte der Baum, dass er da war, und er ließ Blüten wachsen, weiß und duftend und zerbrechlich. Und die beiden Männer kamen aus ihren Häusern und sahen die Mandelblüten und verstanden. Und zum ersten Mal seit Jahren schrien sie einander nicht an, sondern grüßten sich. Und zum ersten Mal hörten sie, dass Shalom ganz ähnlich klingt wie Salam und dass beides Frieden heißt. Und sie holten sich Stühle und setzten sich nebeneinander in ihren Garten und freuten sich gemeinsam über das Wunder des Lebens. Und der Engel saß da und freute sich mit. Er hatte nicht bemerkt, dass auf dem Ortsschild am Eingang des Dorfes Bethlehem stand und dass dieser kleine Friede vielleicht ein viel größerer Friede war. Der dritte Engel beschloss, direkt dahin zu fliegen, wo die Menschen meinten, Weihnachten finden zu können. Er flog zum größten und schönsten Weihnachtsmarkt, den er finden konnte. Überall erschallten Weihnachtslieder, es duftete nach gebrannten Mandeln und Glühwein, Kerzen leuchteten und Weihnachtslieder erklangen aus jeder Ecke heraus. Aber eigentlich war es nur hektisch, laut und voller drängender und schiebender und drückender Menschen. Da würde doch für einen angehenden Posaunenengel etwas zu tun sein, dachte er. Als er jedoch gelandet war mit seiner gebrauchten Trompete, da war er auf einmal nicht mehr so sicher. Er war schließlich erst im Anfängerkurs der Jungbläser und so richtig spielen konnte er nämlich noch gar nicht. Eigentlich konnte er erst ein einziges Weihnachtslied blasen und das noch nicht richtig. Wie sollte er denn damit den Menschen Weihnachten bringen? Das ging doch gar nicht. Und außerdem war es hier tatsächlich viel zu laut und zu bunt und zu hektisch, was im Himmel droben noch wie ein guter Plan geklungen hatte, den Menschen einfach so Weihnachten bringen. Hier auf Erden sah es ganz anders aus. Den kleinen Posaunenengel verließ der Mut. Mit hängendem Kopf wollte er schon wieder losfliegen, als er drüben an der Ecke des Marktes einen Jungen stehen sah. Er hatte einen Notenständer vor sich aufgebaut und hatte, wie der Engel, eine Trompete in der Hand. Aber er spielte nicht. Der kleine Engel drängelte sich durch und sah, dass es sein Lied war, das der Junge da aufgeschlagen hatte. Und er nahm all seinen Engelsmut zusammen und stupste den Jungen an, und gemeinsam setzten sie ihre Trompeten an ihre Lippen und spielten gemeinsam die wohl schlechteste Aufführung von O du Fröhliche, die man je gehört hat. In der Hektik des Weihnachtsmarktes fiel das kaum jemand auf. Nur eine Mutter mit ihrem 3-jährigen Kind blieb stehen für einen Augenblick der Ruhe in der Hektik des Weihnachtstrubels. Sie musste lächeln. Es klang grauenhaft, aber irgendwie war es auch schön, die beiden Kinder da zu sehen, wie sie ganz mutig in ihre Instrumente bliesen. Sie schaute nach ihrem Sohn und bemerkte, dass der ganz verzaubert war. Beinahe hörte sie ihn nicht, weil er mit ganz großen Augen ganz andächtig sagte: »Wenn ich groß bin, dann will ich das auch machen.« Und sie wusste, gerade war Weihnachten geworden. Im Himmel war, während die kleinen Engel losgeflogen waren, die Debatte über die schlechte Behandlung von Weihnachten durch die Menschen weitergegangen. Und sie war übergegangen in einen Streit darüber, wo man denn jetzt Urlaub machen sollte. Plötzlich jedoch wurde es heller und ruhiger und friedvoller. Die Engel und die Heiligen verstummten. Jesus selbst war in ihre Mitte getreten. Wie es seine Art war, seit der Auferstehung war er auf einmal zwischen ihnen aufgetaucht.
Irgendwie schien er das Konzept von Türen total vergessen zu haben. In die Stille hinein konnte man ihn tief seufzen hören. Die Engel und Heiligen wussten sofort, dass sie es wieder einmal übertrieben und sich daneben benommen hatten, und sie stellten sich schon auf eine himmlische Standpauke ein. Stattdessen lächelte Jesus nur und sagte: O ihr Engel und Heiligen, ihr seid einfach zu perfekt. Deswegen seid ihr ja auch im Himmel. Und deswegen meint ihr, alles muss perfekt sein. Alle müssten genauso gut verstehen, was Weihnachten ist und wie es die Menschen feiern sollten. Aber die Menschen sind nicht so perfekt wie ihr. Die Menschen müssen wir ganz anders ansprechen. Die Menschen leben in Hektik und Streit und Unzufriedenheit und Mutlosigkeit. Aber sie können doch in all dem ihre Art von Weihnachten sehen, wenn sie nur genau hinschauen. Er lächelte. Gerade du, Gabriel, solltest das doch am besten wissen. Erinnerst du dich nicht, wie du damals zu meiner Mutter Maria gekommen bist und ihr gesagt hast, dass sie mit mir schwanger werden würde? Erinnerst du dich nicht mehr an ihre Furcht im Herzen und an den Streit, den sie mit Josef hatte, als sie ihm sagte, dass sie ein Kind bekommen würde? Und weißt du noch den Stress und die Hektik und die Mutlosigkeit, die die beiden hatten, als sie keine Herberge fanden? Und dennoch ist damals Weihnachten geworden. Und ihr Engel war da und hat gesungen von Frieden auf Erden, und die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten sind zusammengekommen. Ich will euch zeigen, wie für die Menschen Weihnachten werden kann. Und vor ihm öffnete sich der Himmel und ein Lichtstrahl fiel auf die Erde, so wie wenn die Sonne durch Gewitterwolken scheint. Und in diesem Licht sahen die Engel und die Heiligen, was die 3 kleinen Engel machten. Sie sahen, wie sie auf der Wolke saßen und planten, wie sie hinunterflogen und wie sie ein kleines bisschen Weihnachten brachten zu den Menschen. Jetzt waren die Engel wirklich still und die Heiligen ganz betreten. Vor lauter sich aufregen, dass Weihnachten nicht so wäre, wie sie es selber gerne hätten, wie es perfekt und theologisch richtig sein könnte, hatten sie ganz vergessen, was Weihnachten wirklich war. Die kleinen Momente der Ruhe, des Friedens, der Liebe und der Musik, die gemeinsam, miteinander erst jenes große Geschenk ergaben, das Gott der Welt an Weihnachten gemacht hat. Die Geburt Jesu für die Menschen. Jesus lächelte, als er sah, dass die Engel und die Heiligen anfingen zu verstehen. Und er sagte zu ihnen: Wisst ihr was? Ihr dürft im Himmel das perfekte Weihnachten vorbereiten. Aber ich mache mich jetzt auf, wie jedes Jahr, wie jeden Tag und jeden Augenblick, so wie ich es vor 2000 Jahren schon gemacht habe, um bei den Menschen zu sein, da wo man mich einlässt und Herberge gibt, wo die Weisen mit den einfachen Menschen zusammen beten und wissen, dass sie gar nicht unterschiedlich sind, wo Geschenke an ihrem Wert nicht gemessen werden, sondern an der Liebe, mit denen sie gegeben werden, wo Menschen einander lieben, sich trösten, Frieden schaffen, einander Mut machen. Dort wird es auch dieses Mal wieder Weihnachten werden. Er lächelte. Ob ihr erwachsenen Engel das jetzt wollt oder nicht.